Kennst du das? Du wirst frühmorgens wach und hast tierisch Nackenschmerzen? Oder die Schmerzen fängen so ganz langsam an und werden so stark, dass du danach kaum noch den Kopf drehen kannst? Schulterblick im Auto, richtig zum Qual. Diese Beschwerden kommen sehr häufig, weil die Muskulatur vom Nacken ganz akut einen erhöhten Tonus haben. Das heißt, sie verspannen sich. In diesem Video zeige ich dir, welche Übungen du machen kannst, um deine Beschwerden ganz schnell wieder loszuwerden. Hi, ich bin die Wisner vom Kanal Bewegungsumfang. Und jetzt legen wir los mit den ersten Übungen. Das Wichtige ist, dass man die Muskulatur wieder zum richtigen Spannungsmuster bringt. Das heißt, die Muskulatur muss sich langsam wieder anspannen können, aber vor allem musst du schnell wieder lernen, wie du dich entspannen kannst. Und dieses Spannungsmuster von locker und angespannt, das musst du in diesem ersten Moment bei der Akutbeschwerde wieder neu organisieren. Und für die erste Übung, da legst du jetzt halt deine Hände, verschränkst du deine Hände und legst die ganz tief im Nacken, da wo dein Kopf anfängt. In den Bereich ungefähr unter dem Ohr, in diesen beiden Knochen hier, da legst du jetzt deine beiden Hände hin. Und versuchst jetzt ganz langsam, dass du deine Hände nach oben bringst, Richtung Decke. So als ob du deinen Kopf vom Nacken auseinanderziehen willst. Ganz weit nach oben bringen. Und dann wieder entspannen. Versuchst einen Zug in diese Richtung zu machen. Die Hände leicht zueinander und nach oben hin. Und dann gibt es einen leichten Widerstand. Das heißt, du versuchst jetzt deinen Kopf nach hinten zu drücken, gegen deine Hände. Diese Spannung hältst du jetzt 5 Sekunden und dann wieder locker lassen. Und beim nächsten Mal versuchst du jetzt, deinen Kopf einen kleinen Tick nach vorne zu bringen. Du beugst dich vorwärts. Und wieder nach oben bringen, in so eine leichte diagonale Zug. Hältst diesen Zug für 5 Sekunden und dann wieder locker lassen. Und das wiederholst du jetzt noch einmal. Nach oben ziehen, in so einen leichten diagonalen Zug und wieder locker lassen. Nachdem du das zweimal wiederholt hast, versuchst du dann wieder deinen Kopf aufrecht zu bringen. Das heißt, du bleibst in der Spannung, drückst deinen Kopf jetzt leicht nach hinten, hältst dagegen mit deinen Händen und dann wieder entspannen. Und noch einmal, du drückst nach hinten gegen deine Hände, hältst den Druck für 5 Sekunden und dann wieder locker lassen. Und wiederholst es zum 3. Mal. Nach hinten drücken mit dem Kopf, halten dagegen mit deinen Händen und dann wieder entspannen. Und das wiederholst du 3 Mal. Das heißt 3 Mal dieses Ziehen nach oben und 3 Mal den Druck nach hinten. Einmal geradeaus nach oben, einmal mit so einer leichten Beugungsstelle und dann einmal weit hier tiefer. Kinn Richtung Brustkorb. Die Hände wieder versuchen, den Kopf weg vom Hals zu ziehen. Du übst so einen leichten Zug aus und lässt es dann wieder locker. Und noch einmal auseinanderziehen, halten 5 Sekunden und wieder entspannen. Und das letzte Mal. Weit nach unten ziehen, einen Zug ausüben und wieder entspannen. Und gleich im Anschluss versuchst du wieder, deinen Kopf nach hinten zu drücken. 5 Sekunden halten gegen deine Hände und entspannen. Und nochmal. 5 Sekunden nach hinten drücken gegen deine Hände. Deine Hände geben dir den Widerstand. Und lösen. Und das 3. Nach oben den Kopf gegen deine Hände drücken. Halt 5 Sekunden dagegen. Und entspannen. Und das wiederholst du 3 Mal. Das heißt, 3 Mal übst du diesen Zug nach oben und dann gleich anschließend, nach diesen 3 Wiederholungen, versuchst du deinen Kopf aktiv nach hinten zu bringen.
Wichtig dabei ist, dass die Spannung nicht ganz so doll ist. Das geht nicht darum, Kraft aufzubauen. Es geht nur darum, dass du diese Spannungsmuster, anspannen und locker lassen, wieder erlernst in dieser Akutphase. Sehr häufig ist es nach oben gucken oder den Kopf im Nacken zu bringen sehr schmerzhaft, weil der Streckenmuskulatur von dem Nacken zu verspannt ist. Darauf zu arbeiten und versuchen, den jetzt halt zu dehnen, wird eher mehr Schmerzen verursachen als eine Lösung von dem Schmerzen. Deswegen probierst du die Beweglichkeit erstmal vom Brustkorb herzubringen. Das heißt, du setzt dich hin, du lädst deinen Rücken vom All deiner Brustwirbelsäule an der Lehne vom Stuhl, nimmst deine Hände verschränkt im Nacken ran und jetzt zuerst bewegst du gar nicht so viel den Kopf, sondern erstmal nur die Brustwirbelsäule. Das heißt, du rollst mit der Brustwirbelsäule zusammen, eine leichte Beugung und dann wieder hoch und streckst. Und wieder nach unten, zusammenrollen und wieder hoch und noch einmal. Diese Bewegung wiederholst du jetzt 5-mal. Zusammenrollen von der Brustwirbelsäule und dann wieder zurück nach unten. Und aufrecht. Nachdem du das 5-mal wiederholt hast, jetzt lehnst du deine Brustwirbelsäule weiter nach hinten über den Stuhl und kommst wieder zurück. Achte darauf, dass wenn du jetzt halt nach hinten gehst, dass du fest mit deinen Händen deinen Kopf festhältst und versuchst dabei jedes Mal ein bisschen weiter nach oben zu gucken und wieder zurück. Und auch diese Bewegung wirst du jetzt 5-mal wiederholen. Schön weit nach hinten ablehnen und wieder zurück. Und dann, bei der letzten Teil von der Übung, versuchst du jetzt aktiv von unten in der Beugung zu gehen und dann ganz weit nach hinten rüber zu lehnen. Die Ellbogen zeigen auseinander und dein Kopf guckt ganz weit nach oben. Und dann hilfst du mit deinen Händen, deinen Kopf wieder nach vorne zu bringen. Und nochmal aufrecht nach hinten ablehnen, Ellenbogen nach außen und den Kopf nach hinten gegen deine Hände drücken. Und wieder langsam zurück. Das Wichtige bei dieser Übung ist, dass du die ganz langsam durchführst, damit du spüren kannst, wie die Muskulatur aktiviert wird und dann wieder locker lassen, in den Entspannung nach vorne bringst. Und aktiv in der Streckung bringst nach hinten, gegen deine Hände drücken, deine Hände geben den Widerstand, Ellenbogen zeigen nach außen und passiv wieder nach vorne bringen. Und auch diese Übung solltest du mindestens 5-mal wiederholen. Diese Serien, erst Brustwirbelsäule, dann rüberlehnen und zum Schluss nochmal mit dem Kopf, kannst du bis zu 3-mal wiederholen. Sehr häufig ist das Hauptproblem, dass man den Kopf nicht drehen kann. Das heißt, der Schulterblick im Auto wird besonders schmerzhaft. Und um diese Beweglichkeit wiederherzustellen, brauchst du erstmal ein Handtuch. Du nimmst ein Handtuch, legst es einmal so ungefähr eine Handbreite zusammen, legst es dir in den Nacken, legst es dir einmal im Nacken und dann fängst du erstmal mit der Seite an, wo die Drehung nicht so doll wehtut. Das heißt, wenn ich jetzt Schmerzen habe, um den Kopf nach rechts zu drehen, fangen wir dann erstmal an und drehen den Kopf erstmal nach links. Das heißt, auf die linke Seite hältst du fest, auf der rechten Seite bringst du das Handtuch ungefähr auf Höhe vom Gesicht und jetzt versuchst du mit dem Handtuch, gibst du so einen leichten Zug und versuchst deinen Kopf zu deiner linken Seite zu drehen. Und du gibst so 5 Impulse, um den Kopf leicht zu drehen und hörst dann auf. Und dann versuchst du weiter nach links zu drehen, gibst 5 Impulse, 1, 2, 3, 4, 5 und entspannen. Gehst weiter nach links, die Seite, die dir nicht so doll wehtut.
bis zu Ende, hältst mit deiner linken Seite fest und drehst mit der rechten Hand weiter nach links. 1, 2, 3, 4 und 5. Und dann locker lassen und zurück. Und jetzt machst du genau das Gleiche zu der Seite, die dir weh tut. Das heißt, wenn meine Schmerzen mehr rechts sind, ich habe ja mit links angefangen, jetzt hält man die rechte Seite fest. Das Handtuch kommt ungefähr auf deinen Unterkieferknochen und jetzt versuchst du, so weit wie es geht, drehst du den Kopf ein klein wenig nach rechts, bevor die Schmerzen anfangen. Und jetzt in dem Bereich versuchst du jetzt halt noch den Kopf mit dem Handtuch ein bisschen weiter nach rechts zu drehen. 4 und 5. Und entspannen. Und dann weiter den Kopf weiter nach rechts drehen, nicht wirklich gegen den Schmerz arbeiten. Geh nur so weit wie du kannst, ohne dass die Schmerzen so doll zunehmen. Und mit dem Handtuch gibst du 5 Impulse weiter nach rechts. 3, 4 und 5. Und entspannen. Und dann zum letzten Mal, so weit wie du kannst nach rechts, bevor die Schmerzen auftreten. Und dann gibst du 5 Impulse weiter nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Und entspannen. Und dann langsam wieder zurück zur Mitte. Wenn dir diese Übungen gefallen haben, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!